Viele Menschen glauben, unsere Vorfahren vor 200 oder 220 Jahren würden sich in ihrer Lebensweise vor allem in den Bereichen Wirtschaft, materielle Dinge oder Technologie von uns unterscheiden. Sicherlich unterscheiden sie sich in dieser Lebensweise schon von uns, aber es gibt einen vierten wichtigen Punkt, das ist die Frage der Demografie, der Bevölkerungsentwicklung. Kurzum gesagt, unsere Vorfahren lebten kurz, aber hatten viele Kinder. Heute ist es genau umgekehrt, heute leben wir lang, aber haben wenige Kinder. Diesen Übergang wollen wir uns heute genauer anschauen. Diesen Übergang nennen wir den demografischen Übergang, die demografische Transition. Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen zu der Reihe Soziodemografische Evolution. Lernen Sie grundlegende Gedanken über die Frage kennen, ob die steigende Zahl von Menschen für die Entwicklung unserer Gesellschaften positiv oder negativ ist. Und heute gibt es eine Folge, die viele vor 200 Jahren nicht nur aus technischen Gründen nicht hätten sehen können, sondern auch aus demografischen Gründen, denn sie wären bereits jetzt tot. Denn vor 200 Jahren lag die Lebenserwartung noch bedeutend unter 40 Jahren, sodass viele Menschen eben halt da bereits tot gegangen wären. Und umgekehrt hätten sie aber viele Geschwister gehabt oder eigene Kinder gehabt, 5, 6, 7 Stück, von denen einige auch überlebt hätten. Andere ihrer Kinder oder ihre Geschwister wären im Laufe der Entwicklung schon gestorben, weil natürlich eben halt auch die Säuglingssterblichkeit so hoch war, noch im 19. Jahrhundert, dass dort eben halt sehr viele Todesfälle auch in jungen Jahren zu verzeichnen gewesen wären. Der demografische Übergang beschreibt also den Wandel von der Agrargesellschaft um 1800 zur postindustriellen Gesellschaft im Jahre 2020 roundabout. Also von der Vergangenheit in die Gegenwart hinein. Und um 1800 hatten wir also noch sehr hohe Geburtenzahlen in Europa, im Rest der Welt erst recht, aber auch hohe Sterbezahlen. Das, wenn wir es auf 1000 Einwohner anrechnen würden, hätten beide einen relativ hohen Wert und das ist schon Phase 1 des demografischen Übergangs, also die Zeit, wo wir in der Agrargesellschaft wenig Bevölkerungswachstum haben, aber sehr hohen Umsatz haben durch Sterblichkeit und Geburtlichkeit. Und schon im 19. Jahrhundert setzte dann die Phase 2 ein, des demografischen Übergangs, nämlich die Phase, in der die Sterblichkeit langsam abfiel, gemessen auf 1000 Einwohner, und sich deswegen auch die Schere gewissermaßen jetzt geöffnet hatte, die Schere zwischen nämlich der Geburtenrate und der Sterberate. Die Geburtenrate blieb hoch, aber die Sterberate fiel schon ab, und deswegen haben wir jetzt ein zunehmendes Bevölkerungswachstum im 19. Jahrhundert. In der dritten Phase, vielleicht Ende des 19. Jahrhunderts, in Deutschland vielleicht im frühen 20. Jahrhundert erst, sank dann aber auch die Geburtenrate ab, sodass eben halt jetzt beide fielen, Geburtenrate und Sterberate fielen, aber die Schere schloss sich langsam wieder, dass also eben halt das Bevölkerungswachstum insgesamt eben rückläufig war und dadurch eben halt das Bevölkerungswachstum der industriellen Revolution langsam zum Erliegen kam und wir deswegen eben halt hier nur noch wenig Bevölkerungswachstum gesehen haben, prozentual. Und die vierte Phase ist dann erreicht, als ungefähr nach dem Ersten Weltkrieg die Geburtenrate und die Sterberate beide auf niedrigem Niveau waren und sich ungefähr ausgeglichen haben, sodass also hier die Bevölkerung stagnierte und nur noch wenig wuchs. Das sind die 4 klassischen Phasen des demografischen Übergangs. Jetzt gibt es noch einige Leute, die sagen, wir wollen noch eine 5., eine 6. Phase haben, weil wir im 20. Jahrhundert ja gesehen haben, dass die Geburtenrate noch wieder runtergegangen ist, noch weiter runtergegangen ist, dass Masseneinwanderung stattgefunden hat in Europa. Also dieses ursprünglich 4-stufige Modell wurde in Phasen 5 und 6 dann teilweise erweitert. Wir lassen bei diesen Phasen 1 bis 4 bewenden und schauen uns die nachher noch genauer an. Dieses Modell des klassischen Übergangs hat sich bewährt, aber es ist doch ein bisschen unübersichtlich. Oder wissen Sie, ob 20 Geburten auf 1000 Einwohner für Deutschland viel wären oder wenig? Schwer zu sagen. Wissen Sie, ob dieser Wert für Nigeria ein hoher oder niedriger Wert wäre? Schwer zu sagen. Aus diesem Grunde wollen wir diese beiden Begriffe der Geburten und der Sterbezahl etwas konkretisieren und sie mit verständlicheren und bekannteren Begriffen versehen. Wir setzen also jetzt den Begriff der Sterbefälle auf 1000 Einwohner durch den Begriff der Lebenserwartung und die Zahl der Geburten auf 1000 Einwohner durch die Kinderzahl pro Frau. Ein weiterer Grund dafür ist, diese Begriffe Lebenserwartung und Kinderzahl pro Frau einzuführen, dass wir auch unterschiedlich alte Gesellschaften besser miteinander vergleichen können. Denn alte Gesellschaften haben natürlich mehr Sterbefälle und wenig Geburten. Junge Gesellschaften haben per se natürlich mehr Geburten und weniger Sterbefälle.
Und deswegen, wie gesagt, werden wir jetzt in die Waagerechte eintragen, den Begriff der Lebenserwartung. Und jetzt mal ganz wesentlich, es wird jetzt keine Zeitleiste geben von links nach rechts. Keine Zeitleiste, wir werden also das eben halt dann Bild für Bild oder Sekunde für Sekunde uns anschauen, wenn die Jahre dann verfließen werden gleich im Diagramm. Aber es gibt keine Zeitleiste. Natürlich werden die meisten Staaten dann im Laufe der Zeit von links nach rechts sich fortentwickeln, also von einer niedrigen Lebenserwartung zu einer hohen Lebenserwartung kommen. Aber das ist nicht immer so ganz eindeutig und ganz klar. Mal kommt eine Hungersnot, mal kommt eine Seuche, mal kommt ein Krieg dazwischen. Dann geht es auch wieder in die andere Richtung zurück. Das kann so auch schon passieren. Und in der Senkrechten kommt dann hinein die Kinderzahl pro Frau. Also hier auch eingetragen von 0 bis 8. Da können Sie auch die entsprechenden Werte eintragen. Das heißt, jedes Land bekommt jetzt auf diesem Diagramm einen Punkt, eine Blase. Die Blase ist übrigens auch so groß, wie die Einwohnerzahl groß ist. Und die Größe wird sich auch im Laufe der 200 Jahre, die ich dann gleich zeigen werde, dann verändern. Und als letzten wichtigen Punkt haben wir noch weitere konkave Linien drin. Das sind Isoquanten eines gleichen Bevölkerungswachstums. Also mit einer hohen Kinderzahl pro Frau haben sie nicht automatisch ein hohes Bevölkerungswachstum. Es kann sogar negativ sein, wenn die Lebenserwartung entsprechend niedrig ist. Und ich habe jetzt die ungefähren Linien eingezeichnet, die Isoquanten eingezeichnet, bei denen ungefähr ein bestimmtes Bevölkerungswachstum vorliegt, ein bestimmter langfristiger Bevölkerungstrend des natürlichen Bevölkerungswachstums. Das sind also 3 Einschränkungen, die ich erklären muss. Der erste Grund dafür ist, dass diese Linie nicht auf den Tausendstel Meter exakt bestimmbar ist. Eine bestimmte Lebenserwartung, sagen wir 50 Jahre Lebenserwartung, kann eben halt durch eine Kombination von verschiedenen Sterblichkeitsstufen, verschiedenen Altersstufen erreicht werden. Mal sterben mehr die Jungen, mal sterben sehr viele Alte, aber im Wesentlichen ist es doch immer das Gleiche. Das heißt, die Säuglingssterblichkeit wird in den meisten Gesellschaften stark dominieren. Der zweite Grund, warum das eben halt nur diesen Trend anzeigt, ist der, dass eine Gesellschaft durchaus auch noch wachsen kann, wenn sie unter der 0%-Linie liegt. Etwa 1-2 Generationen kann eine Gesellschaft auch dann wachsen, wenn sie unter der 0%-Linie liegt. Ganz einfach, weil es noch viele Junge gibt, noch viele Kinder gebären und noch relativ wenig Alte gibt, schon sterben könnten. Aus diesem Grunde, wie gesagt, setzt also dieser Trend erst 1-2 Generationen später ein. Und der dritte Grund, warum das eben halt nur diesen Trend des natürlichen Bevölkerungswachstums anzeigt, ist ganz klar, wir haben hier keine Ein- und Auswanderung drin. Das kann also dieses Diagramm nicht anzeigen. Wir schauen uns jetzt mal also modellhaft ein typisch europäisches Land an, also der europäische Durchschnitt in etwa, wie der sich verhalten hat, 1800 bis 2020. Europa hatte ja um 1800 bereits ein erhebliches Bevölkerungswachstum aufgewiesen, weil die Kartoffeln, neue Handelskontakte mit Übersee durchaus eine gewisse Steigerung der Kapazität erlaubt hatten seinerzeit. Aber das Wachstum war doch im Vergleich zum 19. Jahrhundert noch relativ gering. Europa hatte damals eine Lebenserwartung noch unter 40 Jahren, eine Kinderzahl, die sich mal hier auch entsprechend doch deutlich höher als heutzutage. Positives Bevölkerungswachstum, jetzt schauen wir mal an, was in den nächsten Jahrzehnten dort passiert. Und wir sehen jetzt in Phase 2, wie nach und nach eben mal die Lebenserwartung zunimmt bei nach wie vor hoher Geburtenrate. Dann aber in Phase 3, Ende des 19. Jahrhunderts, die Geburtenrate ebenfalls so langsam absinkt, bei steigender Lebenserwartung, ehe dann spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt hier in diesem Modell die Zahl der Geburten so niedrig ist, dass also die Bevölkerung unter den Wert der 0%-Linie fallen, dass also hier dauerhaft eine Schrumpfung einsetzt. Soweit zu Europa, aber auch andere Kulturteile wachsen im 18. Jahrhundert durch vermehrten Handelskontakt, durch bessere Anbaumethoden, aber sie haben trotzdem eine ganz andere demografische Ausgangslage, zumindest einige von ihnen. Sie haben eine höhere Geburtenrate oftmals und sie haben eine noch niedrigere Lebenserwartung. Und jetzt schauen wir uns, wie diese typischen Kulturteile Asiens oder Afrikas sich verhalten haben, und das sieht dann wie folgendermaßen aus. Das heißt, die europäische Entwicklung setzte dann im 19. Jahrhundert um 1800 bereits ein, aber in den anderen Kulturteilen hat sich erstmal im 19. Jahrhundert lange Zeit gar nichts getan. Und erst am Ende des 19. Jahrhunderts entwickeln auch diese Staaten nach und nach eine langsam ansteigende Lebenserwartung. Aber da sie generell eine höhere Geburtenrate haben, kommen sie also auf ein deutlich höheres Bevölkerungswachstum hinein. Das heißt, auch diese kleine rote Kugel wird jetzt eben halt, jetzt kommt Phase 3 hinein, wird diese rote Kugel dann die blaue Kugel übertrumpfen. Wir werden 3,5% Bevölkerungswachstum pro Jahr wohlgemerkt sehen in diesen Ländern der nicht westlichen Welt. Und im 21. Jahrhundert fällt dann die Geburtenrate erst dann auf ein Niveau ab, was so langsam eben das Bevölkerungswachstum zum Bremsen bringt.
Wenn wir den Film uns nochmal anschauen, um eine Zwischenstation mal kurz aufleuchten lassen, sehen wir also hier gewissermaßen eine Art Raupenfilm, diese ganze Entwicklung noch einmal. Also verspätetes Wachstum im Rest der Welt, früher in Europa, aber eben hat ein höheres Bevölkerungswachstum im Rest der Welt, in anderen Kulturteilen, sodass eben halt die rote Raupe letztendlich stärker wird als die blaue Raupe und wir dann aber als zeitverzögert auch einen Rückgang dort in den Geburtenraten ebenfalls erleben werden. Das Ganze, wie gesagt, ist nur ein Modell. Das ist die Theorie. Und wir wollen uns jetzt mal genau anschauen, wie die Wirklichkeit genau war. Und jetzt werde ich über 180 Staaten hier mal einzeln einzeichnen. 180 Staaten, die verschiedene Farben bekommen. Farben nach verschiedenen Kulturteilen, also von Ländern, die ungefähr dieselbe Kultur, dieselbe Tradition haben. Blau Europa, Gelb China, Grün Orient und so weiter. Die genaue Einteilung können Sie sich hier nochmal genau anschauen. Also zum Beispiel Pakistan habe ich jetzt Indien zugeordnet. Also Indien ist nicht nur die Indische Union, ist auch Sri Lanka, ist auch Nepal, Japan ist auch Südkorea, Russland ist auch Ukraine, ein bisschen so etwas. Lateinamerika, Angloamerika, Afrika, südlich der Sahara, Ozeanien, Südostasien bleibt noch nach. Russland, wie gesagt, auch mit dabei. Und jetzt wollen wir mal uns also schauen, wie diese Staaten im Jahr 1800 gestartet sind. Das ist also die Ausgangslage, die wir jetzt hier sehen. So, und jetzt lassen wir den Film einfach mal laufen. Und Sie sehen gleich also ein riesiges Durcheinander von verschiedenen Ereignissen, verschiedenen Entwicklungen. Dort, wo die Kugeln am Anfang nur scheinbar stillstehen, haben wir im Wesentlichen auch gar keine Daten, sodass wir natürlich nur die Lebenserwartung und die Kinderzahl pro Frau grob schätzen können. Europa setzt sich in Bewegung, aber wie gesagt, jetzt kommen wir zu einer riesigen Auflistung von Kriegen, Seuchen, Bürgerkriegen, anderen Ereignissen, die ich jetzt hier noch nicht alle auflisten möchte. Das mache ich in der nächsten Folge. Aber im Wesentlichen erkennen wir jetzt, wo Europa vormarschiert. Das ist eben die spanische Grippe gewesen. Wo Europa vormarschiert. Die anderen Länder folgen doch eben halt diesem Modell von links oben nach rechts unten. Wir sehen aber auch, dass natürlich eben diese Länder nicht-europäischen Kulturteile eine höhere Geburtenrate hatten und ein höheres Bevölkerungswachstum aufwiesen. Schauen wir uns den Film ruhig nachher noch ein zweites Mal an. Und dann werden wir eben erkennen, dass also tatsächlich eben halt hier diese Entwicklung wirklich so eingetreten ist, wie das im Modell wirklich war. Wie gesagt, jetzt dieser Stillstand ist nur statistisch bedingt, aber eben hat Europa hier in der Führungsrolle, gar keine Frage. Amerika, die Blasengröße nimmt zu. Hungersnot in China sehen wir dort eben halt auch. Indien jetzt in der Hungersnot. Revolution in Russland, die kommen jetzt gleich dran. Der große Schlenker ist die spanische Grippe, ist nicht der Erste Weltkrieg. Achten Sie mal auf China gleich um 1960 herum, was dort für Turbulenzen gibt, die größte Hungersnot aller Zeiten. Dadurch wird China wachsen und jetzt massiv in der Geburtenzahl runterfallen. Und jetzt eben halt auch hier ab der Jahrtausendwende, da eben halt globaler Rückgang der Geburtenzahlen, auch in Afrika südlich der Sahara. Das heißt, im Großen und Ganzen scheint unser Modell hier zu stimmen des demografischen Überganges, also sogar ziemlich genau scheint es zu stimmen. Wenn wir uns diese Kette hier am Ende des Jahres 2020 anschauen, oder Anfang 2020 genauer gesagt, sind wir jetzt erst, Corona kommt ja noch erst, ist also schon ganz klar, dass dieses Modell im Wesentlichen stimmt, aber wir tun gut daran, eben mal dieses Modell aufzusplitten in eine westliche und mehrere nicht westliche Kulturteile, die sich dann doch unterschiedlich entwickeln und ein anderes Bevölkerungswachstum haben. Der demografische Übergang zeigt also insgesamt den Wandel auch von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft, von einer Zeit mit niedriger Lebenserwartung zu hoher Lebenserwartung, von hoher Kinderzahl und niedriger Kinderzahl. Und die Kinderzahl ist natürlich für unsere westlichen Gesellschaften, auch für andere Gesellschaften, jetzt zu einem Problem geworden. Wir haben ja abschließend gesehen, dass auch viele andere Kulturteile jetzt Werte erreicht haben, Kinderzahlen pro Frau bekommen haben, die durchaus unter dem Bereich von 0% liegen. Auch China wird mittelfristig schrumpfen. Auch Indien liegt doch ganz knapp über der 0%-Linie, wird aber in 2 Generationen anfangen zu schrumpfen. Brasilien wird schrumpfen, andere Kulturteile ebenfalls.
Nun, davon gibt es nächste Woche dann etwas mehr oder nächste Folge noch etwas mehr zu angucken, was damit auf sich hat. Aber vielleicht sollten wir für den Einzelnen erst einmal diesen positiven Aspekt aufgreifen, dass wir einfach länger leben. Von ungefähr 35 Jahren Lebenserwartung in Europa auf fast 80 Jahre in Europa. Ein ganz enormer Anstieg, ein unvorstellbarer Anstieg. Ein Anstieg, der vor 220 Jahren noch nicht mal erträumbar gewesen wäre. Deswegen aber eben halt hier der Appell nochmal, Sie zum Abschluss: Leben Sie lang und bauen Sie etwas auf.